Welches Land hat eigentlich die gruseligste Legende? Um diese Frage zu beantworten, werde ich euch heute 10 der unheimlichsten Legenden der Welt erzählen. Und am Ende schreibt ihr in die Kommentare, welche Legende am gruseligsten war. Also, lehnt euch jetzt zurück und viel Spaß mit den 10 gruseligsten Legenden der Welt. Lateinamerika, La Llorona. Wir beginnen in Lateinamerika mit einer Geschichte, die Millionen von Kindern das Fürchten gelehrt hat. La Llorona, die weinende Frau. Der Legende nach war Maria eine wunderschöne Frau, die ihre beiden Kinder in einem Anfall von Eifersucht ertränkte, nachdem ihr Mann sie für eine andere verlassen hatte. Als sie realisierte, was sie getan hatte, nahm sie sich das Leben, doch ihr Geist fand keine Ruhe. Noch heute soll sie nachts an Flüssen und Seen wandeln, in einem weißen Kleid und nach ihren verlorenen Kindern suchen. Ihr herzzerreißendes Weinen, ay mis hijos, oh meine Kinder, ist das Letzte, was man hört, bevor sie einen ins Wasser zieht. Das Gruselige? Diese Geschichte existiert in fast identischer Form von Mexiko bis Argentinien. Zufall? Oder steckt mehr dahinter? Russland, Baba Yaga. Aus den dunklen Wäldern Osteuropas kommt unsere nächste Legende. Baba Yaga, eine Hexe, die selbst andere Hexen es fürchten lehrt. Baba Yaga lebt in einer Hütte, die auf Hühnerbeinen steht, ihr Zaun geschmückt mit den Schädeln ihrer Opfer. Aber genau hier wird es interessant. Baba Yaga ist nicht nur böse. Manchmal hilft sie Reisenden, wenn sie die richtigen Antworten auf ihre Rätsel geben. Versagt man jedoch, nun, dann wird man Teil ihrer Schädelsammlung. Was macht sie denn jetzt so faszinierend? Sie verkörpert die Dualität der Natur selbst, Leben und Tod, Hilfe und Vernichtung, alles in einer Person. Japan, Kuchisake Onna. Japan bringt uns eine der verstörendsten urbanen Legenden der modernen Zeit. Kuchisake Onna, die Frau mit dem gespaltenen Mund. Stell dir vor, du gehst nachts allein nach Hause, als eine wunderschöne Frau mit einer medizinischen Maske auf dich zukommt. Sie fragt, bin ich schön? Sagst du ja, reißt sie die Maske herunter und enthüllt ihren bis zu den Ohren aufgeschlitzten Mund. Bin ich immer noch schön? Sagst du nein, tötet sie dich mit einer Schere. Sagst du ja, schneidet sie dir denselben grinsenden Mund. Es gibt nur einen Ausweg. Antworte mit einer Gegenfrage oder sage etwas Verwirrtes wie, du siehst durchschnittlich aus. Das verwirrt sie lange genug, damit du fliehen kannst. Das Erschreckende? In den 1970ern war diese Legende so weit verbreitet, dass japanische Schulen Kinder früher nach Hause schickte. Eine moderne Legende mit realen Auswirkungen. Nordamerika, Wendigo. Aus den eisigen Wäldern Nordamerikas kommt eine Kreatur, die den ultimativen Horror verkörpert. Der Wendigo, ein Monster, das einst ein Mensch war. Nach der Mythologie der Algonquin-Völker entsteht ein Wendigo, wenn ein Mensch in extremer Not Kannibalismus begeht. Der Akt verwandelt ihn in eine 4 Meter große Kreatur mit gelblichen Reißzähnen, eingefallenen Augen und einer unstillbaren Gier nach Menschenfleisch. Das Wendigo ist immer hungrig, egal wie viel es frisst. Es kann menschliche Stimmen imitieren, um Opfer anzulocken, und bewegt sich so schnell durch den Wald, dass man nur einen Schatten zwischen den Bäumen sieht. Der wahre Horror? Die Wendigo-Psychose war ein real dokumentiertes Phänomen bei Siedlern und Ureinwohnern. Menschen, die glaubten, sich in Wendigos zu verwandeln. Realität oder Legende? Was glaubst du? England, Black Annis. England bringt uns Black Annis, eine blauhäutige Hexe, die selbst die härtesten Krieger in die Flucht schlug. Black Annis lebte in einer Höhle in Leicestershire, die sie mit ihren eigenen Krallen aus dem Fels gekratzt hatte.
Mit ihrer blauen Haut, den eisernen Zähnen und Krallen, die Bäume spalten konnten, jagte sie Kinder und junge Erwachsene. Ihre Spezialität? Sie häutete ihre Opfer und trocknete die Haut um ihre Taille wie einen makabren Gürtel. An stürmischen Nächten soll man noch heute ihr Heulen durch die Wälder von Leicester hören. Das Faszinierende: Black Annis könnte auf eine echte Person zurückgehen, eine Einsiedlerin namens Agnes Scott, die im 15. Jahrhundert in einer Höhle lebte. Venezuela, El Silbón. Venezuela schenkt uns El Silbón, dem Pfeifer, dessen Melodie den Tod ankündigt. El Silbón war einst ein junger Mann, der seinen Vater in einem Wutanfall tötete. Zur Strafe wurde er von seinem Großvater verflucht, für alle Ewigkeit als Geist durch die Llanos zu wandern und die Knochen seines Vaters in einem Sack zu tragen. Man erkennt ihn an seiner Pfeifmelodie. Aber hier ist der Trick. Hört sich der Melodie nah an, ist er weit weg. Klingt sie fern, steht er jedoch direkt hinter dir. El Silbón jagt besonders untreue Ehemänner und Trinker. Schutz bietet nur das Bellen von Hunden oder das Krähen eines Hahns. Aber wenn du seine Pfeifmelodie hörst und kein Tier in der Nähe ist, dann lauf so schnell du kannst. Puerto Rico, Chupacabra. Aus der Karibik und Mittelamerika kommt eine Kreatur, die erst in den 1990ern berühmt wurde, aber bereits hunderte von Sichtungen hat. Der Chupacabra, der Ziegensauger. Der Chupacabra ist etwa so groß wie ein kleiner Bär, hat graue, schuppige Haut, große rote Augen und Stacheln auf dem Rücken. Er springt wie ein Känguru und saugt seinen Opfern, meist Ziegen, Schafen oder Hühnern, das Blut aus, ohne andere Spuren zu hinterlassen. Die erste dokumentierte Sichtung war 1995 in Puerto Rico, als 8 Schafe tot aufgefunden wurden, komplett ausgeblutet, aber ohne Bissspuren. Seitdem gab es hunderte von Berichten von Mexiko bis Chile. Das Mysteriöse: bis heute wurde nie ein Chupacabra gefangen oder eindeutig fotografiert. Moderne Legende oder unentdeckte Spezies. Philippinen, Tikbalang. Die Philippinen bringen uns den Tikbalang, ein dämonisches Pferdewesen, das Reisende in die Irre führt. Der Tikbalang hat den Körper eines Menschen, aber den Kopf und die Hufe eines Pferdes. Er ist über 2 Meter groß und liebt es, Wanderer zu verwirren. Plötzlich erkennst du den Weg nicht mehr, läufst im Kreis oder findest dich an Orten wieder, die du nie betreten hast. Sein Lieblingsspiel. Er führt dich tiefer in den Dschungel, bis du völlig verloren bist. Manche sagen, er reitet auf Menschen wie auf Pferden. Andere behaupten, er kann die Gestalt von Familienmitgliedern annehmen, um dich zu locken. Schutz bietet nur ein umgedrehtes Shirt oder Hemd. Warum? Niemand weiß es genau, aber auf den Philippinen schwören die Menschen darauf. Slenderman. Unsere vorletzte Legende ist etwas anders als die anderen. Sie wurde im Internet geboren. Der Slenderman. 2009 erschuf Eric Knudsen 2 manipulierte Fotos für einen Photoshop-Wettbewerb. Sie zeigten eine große, dünne Gestalt in einem Anzug ohne Gesicht mit tentakelartigen Armen. Innerhalb von Monaten explodierte die Legende. Slenderman jagt Kinder, verfolgt sie über Jahre, bis hin sie verschwinden. Er erscheint auf Fotos, steht im Hintergrund, beobachtet. Je mehr du über ihn weißt, desto wahrscheinlicher wird er dich finden. Das Erschreckende: 2014 versuchten 2 12-jährige Kinder in Wisconsin ihre Freundin zu ermorden, um Slenderman zu beweisen, dass sie würdig sind. Deutschland, der Alp. Zum Abschluss kehren wir nach Deutschland zurück, zu einer Legende, die jeden von uns schon einmal heimgesucht hat. Der Alp, der Ursprung unserer Albträume. Wenn ihr andere Legenden von Deutschland sehen wollt, könnt ihr gern mein letztes Video abchecken. Aber jetzt weiter mit dieser Legende. Der Alp ist ein Dämon,
der sich nachts auf die Brust schlafender Menschen setzt und ihnen Albträume bringt. Er kann durch Schlüssellöcher schlüpfen, die Gestalt von Tieren annehmen oder unsichtbar bleiben. Opfer wachen mit einem Gefühl der Lähmung auf, können sich nicht bewegen, spüren ein Gewicht auf der Brust. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Das ist die Schlafparalyse, ein medizinisch erklärbares Phänomen, das unsere Vorfahren dem Alp zuschrieben. Das Faszinierende: fast jede Kultur hat eine Version des Alp, von der Old Hag in England zum Kanashibari-Dämon in Japan. Nun bist du an der Reihe. Kommentier jetzt die für dich gruseligste Legende und abonniert diesen Kanal, falls dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.